Sachen anstupsen ist etwas, was viele Hunde eigentlich von alleine machen. Und trotzdem wird es nur sehr selten als eigentliches Kommando beigebracht. Dabei ist es leicht beizubringen und super praktisch. Man kann es nämlich zum Beispiel benutzen, um dem Hund beizubringen, Türen zuzustupsen oder den Lichtschalter zu betätigen. Oder man kann es auch benutzen, um den Hund zu bestimmten Kopfbewegungen wie Nicken zu dirigieren. Um es beizubringen, nehme ich so einen faltbaren Napf. Das hat den Vorteil, dass ich es einerseits zu einer Zielscheibe zusammenfalten kann. Andererseits kann ich sehen, wie stark er dagegen stupst, da es eben auch gefaltet wird, wenn er fest genug dagegen stupst. Ich will nämlich, dass er fest dagegen stupst, weil wenn er eine Tür zustupsen soll, muss er dann natürlich einiges an Kraft dahinter stecken. Im ersten Schritt habe ich den Napf einfach in Napfform und lasse ein paar Leckerlis reinfallen. Dann wird er natürlich automatisch seine Nase gleich mal reinstecken. Das mache ich natürlich mit ein paar Wiederholungen, bis er anfängt, die Leckerlis zu antizipieren und automatisch die Nase reinzustecken, jedes Mal, wenn ich ihm den Napf hinhalte. Dann kann ich anfangen, ihm den leeren Napf hinzuhalten. Natürlich nicht zeigen, so wie ich das gerade gemacht habe. Ich tue jetzt mal so, als ob ich hier was reingelegt hätte. Und wenn er dann die Nase in den leeren Napf steckt, dann wird er dafür auch belohnt. Gut. Dann wieder ein paar Leckerlis reinstecken, damit er nicht denkt, ich verarsche ihn. Und dann wieder den leeren Napf hinhalten. Gut. Wenn man das oft genug gemacht hat, wird er anfangen, das Prinzip zu verstehen, dass er immer ein Leckerli kriegt, wenn er die Nase reinsteckt. Ganz egal, ob was drin ist oder nicht. Gut. Wenn er das kapiert hat, dann fange ich an, den Napf ein bisschen zusammenzufalten, mit dem Ziel, ihn irgendwann genug zusammengefaltet zu haben, dass es einfach nur eine flache Zielscheibe ist. Wir wollen nicht gleich vom vollen Napf zur Zielscheibe gehen, weil ihn das verwirren könnte. Deswegen machen wir das in kleineren Schritten. Gut. 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 Wie ihr sehen könnt, wenn er fest genug dagegen stupst, dann öffnet sich der Napf von alleine. Gut. Genau das wollen wir. Wenn er nicht fest genug dagegen stupst, um den Napf zu öffnen, aber er das Prinzip schon verstanden hat, dann fangen wir einfach an, ihn dafür nicht zu belohnen, sondern nur dann zu belohnen, wenn der Napf sich auch tatsächlich öffnet. Dafür wird er jetzt nicht belohnt. Gut. Gut. Dann fangen wir mal an, das in verschiedenen Winkeln zu machen. Gut. Wir wollen das Verhalten nämlich generalisieren. Gut. 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 Und wenn er das dann verlässlich macht, können wir anfangen, das Kommando dazu zu sagen. Ich nehme das englische Wort für stupsen, also nudge. Nudge? Gut. Nudge? Gut. Nudge? Gut. Nudge? Gut. Und so einfach kann man einem Hund beibringen, auf Kommando etwas anzustupsen.